Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich hatte euch das Ganze ja versprochen, dass ich euch mein Motorrad mal detailliert vorstelle. Was haben wir hier für ein Modell? Harley Davidson Lowrider S 117. 117 aufgrund der Motorgröße. Wir haben hier einen Milwaukee 8 Motor drin mit fast 2 Liter Hubraum. Das Ganze ist von 2023, was das Baujahr angeht. Habe ich letztes Jahr im September gekauft, die Karre. Und wir gehen heute mal darauf ein, was ich daran umgebaut habe. Wir werden das ganze Ding auch noch mal fahren und ich gebe euch dann im Laufe des Videos mal ein Feedback, wie die Umbauten für mich persönlich sich gelohnt haben, was ich empfehlen würde, was ich vielleicht nicht empfehlen würde. Aber ich glaube, damit wir das Ganze machen können, gehen wir erstmal detailliert auf die einzelnen Umbauten ein. Ich zeige euch das Ganze, ihr könnt euch das anschauen und gebe euch ein kleines Feedback dazu. Wir fangen ganz hinten an. Hinten haben wir einen Kennzeichenträger von Iron Optics, gepaart mit 3 in 1 Blinker und Lichtanlage, auch von Iron Optics. LED, damit halt schön hell, aber klein, gibt dem Bike halt von hinten eine ganz andere Linie als jetzt, sage ich mal, der Serienkennzeichenträger. Da steht ja wie so ein Schild oben hoch, finde ich persönlich nicht so schön, gefällt mir so besser. Um einfach eine noch cleanere Linie zu kriegen, haben wir dann auch noch hinten schwarze Schrauben bei den Fenderstruts verbaut. Genauso wie auch bei den Seitenabdeckungen und auch ein schwarzes Cover bei der Schraube vom Federbein. So haben wir hinten schon mal alles geschwärzt. Gucken wir ein bisschen weiter nach vorne, sehen wir dann einen Settlement-Sitz. Das ist der STC Custom Pro, glaube ich, heißt der. Sehr, sehr bequemer Sitz und trägt natürlich auch zur Optik bei. Bisschen so in diesen Club-Style rein, sage ich mal, ne? Gucken wir von da ein bisschen runter, sehen wir schon direkt die Jacqueline Hyde Klappenabgasanlage. Das ist die 2 in 2 Anlage mit den kurzen Krümmern. Kurze Krümmer finde ich persönlich wesentlich geiler. Sieht einfach nochmal schick aus, weil das ganze Hinterrad eben frei bleibt, ne, ist ja klar. Von der Jacqueline Hyde nach oben sehen wir auf dem Tank einen abgeflachten Tankdeckel. Auch einfach, weil ich es persönlich mag, wenn das Bike eine schmale Linie hat. Ist auch einer der Gründe, warum ich die Spiegel nach unten gemacht habe, schwarze Brems- und Kupplungshebel verbaut habe, die Avantgriffe verbaut habe. Einfach, dass das alles wirklich so einen roten Faden hat. Wir haben vorne natürlich auch noch mal kleine Blinker dran, nicht nur wegen der Linie, einfach generelle Optik und sind natürlich auch einfach heller. Ebenfalls von Iron Optics, genauso wie alle Cover, die ihr seht. Sprich hier die Achscover, Kühlercover, Rahmenabdeckungen und sowas. Alles Iron Optics, alles gecovert, finde ich sehr schön. Ich bin auch noch nicht durch mit dem ganzen Projekt. Wir werden noch mal ein anderes Video machen, wo ich euch sage, was ich noch vorhabe unter anderem. Erstmal aber weiter zu dem, was wir gemacht haben. Wenn ihr euch den ganzen Lack mal anschaut, seht ihr, dass der sehr, sehr krass spiegelt. Das liegt daran, dass es bei Keramik versiegelt ist und vor der Keramikversiegelung natürlich aufbereitet wurde. Das heißt, da wurde eine Lackkorrektur gemacht, es wurde poliert, damit dann die versiegelte Lackstruktur 100%ig ist. Das Ganze wurde von Westside Detailing gemacht, letztes Jahr im Dezember, hat 5 Jahre Haltzeit oder Standzeit nennt man es, glaube ich, bei Keramik. Bin ich wirklich sehr überzeugt von, sieht sehr geil aus, gehen wir aber später, wenn wir mit dem Bike fahren, auch noch mal mehr drauf ein. Die letzte Modifikation, die wir hier vorgenommen haben, ist ein Wilbers-Fahrwerk, vorne und hinten. Das heißt hinten Niveaumat, vorne progressive Gabelfedern. Sieht man natürlich so bis auf den Aufkleber relativ wenig von, ist aber vom Fahren und der Performance her ein Riesenunterschied. Ich würde sagen, wir quatschen aber gar nicht lange rum. Ihr habt ein bisschen was gesehen, dass ihr einfach mal einen Eindruck habt, was ist da gemacht, was ist das für ein Bike. Wir springen einfach auf die Straße und dann gehen wir mal darauf ein, was hat sich davon gelohnt, was würde ich empfehlen und was würde ich vielleicht auch nicht mehr machen. Dementsprechend viel Spaß. So, wir sind auf dem Bike und wir gehen jetzt mal die ganzen Umbauten durch, die ich euch gerade vorgestellt habe. Wir machen das in chronologischer Reihenfolge, das heißt, ich fange mit den Parts an, die ich zuerst eingebaut habe und höre auf mit dem Part, was ich zuletzt eingebaut habe. Das allererste, was ich gemacht habe am Bike, waren ein paar optische Dinge von Iron Optics, das heißt kleine Blinker hinten, kleine Blinker vorne, Kennzeichenträger, Achscover, solche Geschichten halt, ne? Dann hier den abgeflachten Tankdeckel, die Griffe und Hebel, halt solche Sachen. Obwohl allererste Modifikation, wenn man es Modifikation nennen mag, waren die Spiegel, die habe ich nach unten gemacht und das ist auf jeden Fall ein Gamechanger, da können wir direkt anfangen. Wenn ihr eine Lowrider S habt oder irgendwas, wo die Arme etwas höher positioniert sind, macht euch die Spiegel nach unten. Ihr werdet so viel besser sehen. Also die normale Lowrider S Spiegelposition, ich sehe gar nichts außer meine eigene Schulter. Dreht das Ganze um und ihr seht halt, wie ihr jetzt auch bei mir sehen könnt, wirklich die ganze Straße. Also das ist richtig geil. Genauso auch die Parts von Iron Optics, die ich dran gemacht habe, mit den kleinen Blinkern und solche Geschichten. Ich sag mal, wenn ihr 1000 bis 1500 Euro in die Hand nehmt, dann habt ihr ein Komplettpaket. Das heißt Blinker vorne, Blinker hinten, Kennzeichenhalter. Und gerade der Kennzeichenhalter, muss man ehrlich sagen, ist ja bei der Lowrider S
absolut notwendig. Also standardmäßig, finde ich, sieht das so scheiße aus, wie das Kennzeichen so in der Luft steht. Aber die Linie vom Motorrad wird einfach wesentlich schöner. Also würde ich jederzeit wieder machen und würde ich auch jederzeit als eine der ersten Umbauten machen, weil es halt einfach viel ausmacht, ne? Viele Kleinigkeiten zusammenkommen. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, danach kam schon die Auspuffanlage. Ich habe ja hier eine Jacqueline Hyde Komplettanlage dran mit Krümmern. Und ja, da muss ich sagen, wenn ich mich für einen einzigen Umbau entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich dieser. Das ist natürlich auch wieder subjektiv. Ich bin halt wirklich jemand, der sehr, sehr klangfokussiert ist. Also der Hauptkaufgrund für mich bei einer Harley Davidson ist einfach der Sound. Ich finde es einfach unfassbar schön und durch diese Klappenabgasanlage hat man da halt eben die Möglichkeit, die Klappe zu öffnen, trotzdem legal zu fahren und guten Sound zu genießen. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich, weiß ich nicht, um 22 Uhr nochmal mit dem Bike los will und meine Nachbarn nicht komplett abfacken will, einfach die Klappe zuzulassen. Für mich persönlich ist es das Geld auch wert. Es ist sehr, sehr teuer, das weiß ich. Gerade wenn man die Komplettanlage mit Krümmern nimmt. Ich würde es jederzeit wieder machen und auch jedem empfehlen, vor allem auch mit Krümmer. Ich finde, der Sound ist einfach super geil und auch die Optik halt. Ne? Es sieht einfach viel, viel besser aus als mit der Serienabgasanlage. Das Hinterrad ist viel freier und ja, kann ich nur empfehlen. Vor der Abgasanlage kam tatsächlich noch die Keramikversiegelung von Westside Detailing. Wie man vielleicht hier auch auf dem Tank sieht, das Ding sieht aus wie ein Spiegel. Da muss ich sagen, das ist auch durch die Zusammenarbeit mit den Jungs entstanden. Wir haben uns damals dadurch dann irgendwie auch kennengelernt und sowas. Jetzt ist natürlich irgendwo dann eine gewisse Freundschaft entstanden. Aber damit hat so alles ein bisschen angefangen. Und ich habe da nicht so viel von erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte das nur aus dem Autobereich und habe immer gehört, dass es halt ziemlich cool sein soll. Und dachte mir so, ja, dein Bike, das war zu dem Zeitpunkt ja noch super neu. Warum nicht eine Keramikversiegelung drauf machen, um irgendwie den Lack halt besser zu erhalten und sonst was. Und habe das dann einfach mit den Jungs umgesetzt. Die haben alles versiegelt, also quasi den Lack halt aufbereitet, poliert, dann versiegelt, Motor versiegelt, Reifen, Felgen, halt wirklich komplett Paket. Mehr geht eigentlich nicht. Auch ja, hitzebeständig versiegelt, ich glaube bis 800 Grad oder so. Das finde ich halt schon krass. Und ich muss sagen, das ist eine Investition, die ich jedem raten kann. Unabhängig davon, ob ihr es jetzt bei denen macht oder bei wem anders. Ich möchte euch da nichts verkaufen oder so. Ich habe da persönlich gar nichts von. Aber es ist eine absolute Arbeitserleichterung, was das Waschen angeht. Also für mich jetzt Motorradwaschen, wenn das Motorrad komplett aussieht wie Sau, kostet vielleicht maximal 2 €. Das heißt, ich fahre zur Waschbox, halt zweimal den Hochdruckreiniger, nur mit Wasser drauf, trockne das Bike ab, fertig. Also eigentlich, wenn es jetzt wirklich richtig extrem ist, kann man noch mal ein bisschen Felgenreiniger benutzen. Aber ansonsten, das ist so geil. Wenn ihr zu Hause die Möglichkeit habt, mit einem Gartenschlauch oder so zu waschen, dann wascht ihr quasi kostenfrei. Und es geht wirklich so viel schneller und ist so viel einfacher. Und der Lack sieht dazu noch besser aus. Also wer das nicht macht, für den Preis, ich sag mal für 500 € oder so, ja, also 10-mal mehr wert als viele andere Umbauten, die man für 500 € machen kann. Nach der Jacqueline Hyde habe ich mir den Settleman-Sitz geholt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie der heißt. Ich glaube SDC Custom Pro oder irgendwie sowas. Ihr habt es ja gerade gesehen, wie der aussieht. Den kennt man ja eigentlich auch. Der sieht gut aus, der ist bequem, ihr habt Rückhalt. Ihr könnt damit lange Strecken fahren ohne Probleme. Und die Sitzposition ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer als ja, beim Seriensitz. Und den finde ich nicht mal schlecht eigentlich auf der Lowrider S. Kostenpunkt natürlich sehr teuer. Also ich weiß gar nicht, was so ein Sitz kostet. 700 € oder so. Finde ich schon viel, muss ich sagen. Also wenn ich das vergleiche mit dem Preis für eine Keramikversiegelung, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis da wesentlich besser als bei diesem Sitz. Trotzdem lohnt es sich, vor allem für die Leute, die sagen, ich möchte auch gerne mal eine längere Tour fahren und danach absteigen und mich noch ganz normal bewegen können. Also dementsprechend Sitz auch absolute Empfehlung meinerseits. Ich glaube, dann kommen wir quasi auch schon zum letzten Teil der Modifikation bisher. Und zwar das Wilbers-Fahrwerk, was ich drin habe. Da habe ich den Nivomat für die Softail-Reihe als Federbein quasi unterm Sitz verbaut und vorne progressive Gabelfedern mit ja, anderen Simmerringen und einer aufbereiteten Gabel. Ich glaube, Wilbers nennt das Ganze Gabelinspektion oder so, bin mir nicht ganz sicher. Moment.
Oh, pervers. Auf jeden Fall zurück zum Wilbers-Fahrwerk. Ich habe da schon mal, glaube ich, im ersten Video ein bisschen drüber gesprochen. Wen das interessiert, kann da gerne noch mal reinschauen. Absolute Empfehlung. Hatte ich auch echt gar nicht so auf dem Schirm. Hätte ich vermutlich niemals gekauft, das Teil. Niemals im Leben. Ich habe davon gehört, dass es gut sein soll. Vor allem auf Touring-Modellen. Hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm, weil ich immer dachte, ja, mein Fahrwerk, vor allem mit der Upside-Down-Gabel und so, ist ja schon gut. Also habe da jetzt keine Not gesehen, da irgendwie was an Geld zu investieren, um es zu verbessern. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist eine der geilsten Umbauten, die man machen kann. Das ist sowas von ein Unterschied wie Tag und Nacht. Man fährt erstens viel komfortabler, weil das Fahrwerk einfach weicher abgestimmt ist. Dadurch, dass ich das ja, ich kann euch den Nivomat jetzt nicht 1:1 technisch erklären, aber das ist ja so ein System, was sich quasi auf die Gegebenheiten und vor allem auf das Gewicht und sonst was anpasst. Und dadurch habt ihr dann halt mehr Komfort, aber trotzdem mehr Performance und Sportlichkeit. Und das ist sowas von ein geiler Spagat. Wenn ihr über Bodenwellen fahrt, wenn ihr über Gullideckel fahrt, über Bahnschienen, ihr merkt das nicht mehr. Wenn ihr stark in die Bremse geht mit der progressiven Gabelfeder vorne, das Bike federt nicht mehr so weit ein. Ihr habt viel mehr Sicherheit. Es ist viel smoother vorne in der Gabel, in Kurvenlage, viel dosierbarer. Also für jeden Fahrstil meiner Meinung nach absolut sein Geld wert. Absolut. Ob ich jetzt der entspannte Fahrer bin, der dann einfach komfortabler am Ziel ankommt und weniger Rückenschmerzen hat, oder ob ich einer bin, der absolut durch die Kurven ballert, man hat immer einen Mehrwert. Also meiner Meinung nach Fahrwerk wirklich ein absoluter Gamechanger. Ist natürlich auch ein bisschen kostspieliger, aber es ist nun mal irgendwie mit den Reifen zusammen die Verbindung zur Straße und dementsprechend kann man da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich glaube, Fahrwerk, Keramikversiegelung und Auspuff ist so das, was ich wirklich jedem ans Herz legen würde. Wenn du das machst, dann hast du wirklich ein geiles Paket aus Optik, aus Funktionalität, aus Sound, aus Performance und ja, da macht man nichts falsch. Aber die 3 Sachen kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, weil solche Sachen wie kleine Blinker und so, die kann man sich halt auch Step by Step immer mal wieder so zusammensammeln, ne? Diese großen Investments, Abgasanlage und so, halt eher weniger. Was ich auf jeden Fall auch noch mir überlegt habe zu machen, ich habe das Motorrad nächsten Monat jetzt ein komplettes Jahr. Dass ich euch dann nochmal ein Video mache, wo ich euch mal wirklich ein Langzeitfazit gebe. Ein Jahr Lowrider S fahren, lohnt sich das? Würde ich das Bike nochmal kaufen? Was sind meine Erfahrungen, positive, negative Punkte? Das werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ihr Fragen habt zum Motorrad oder auch zu den Umbauten, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Dann würde ich das vielleicht in diesem Video dann einfach direkt mit abhandeln, ne? Wer noch Bock hat, ein weiteres Video zu schauen, ich habe als letztes Video noch was hochgeladen über mein Auto. Mit meinem Ford Ranger sind wir das erste Mal Offroad gefahren. Hat richtig Bock gemacht. Hat natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil ja, viele hier natürlich am Motorrad-Content interessiert sind. Ich möchte mich da aber nicht einschränken, sondern halt auch verschiedenste andere Sachen machen, die einfach Bock machen, cool sind. Dementsprechend meine Bitte an euch, wenn ihr Bock habt und Zeit habt, dann lasst euch mal drauf ein, schaut euch das Video an, vielleicht findet ihr es ja ganz cool und wenn nicht, dann könnt ihr mir immer noch das Feedback geben, dass euch das absolut gar nicht interessiert, aber vielleicht ist es ja auch was für euch. Dementsprechend bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst gerne ein Abo da für den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bleibt stabil, allzeit gute Fahrt und macht's gut. Wir wollen heute einfach mal ein Video machen, wo ich euch so ein kleines Langzeit-Fazit gebe zu meinem Ranger. Wildtrak ist jetzt die aktuellste Generation. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob so ein Pickup in Deutschland wirklich Sinn macht oder ob das einfach absolut überdimensionierte, unnötige Autos sind? Wir fahren ein bisschen Offroad, Onroad und ich sage euch, was mir an dem Ding gefällt und was mir nicht gefällt.